Der ein oder andere von euch kennt vielleicht noch meine alte Laterne aus vorherigen Videos. Ja, jedenfalls wird sie dieses Mal herbstlich dekoriert werden. Und diese Laterne hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 64 cm und die Breite beträgt ca. 23 cm. Das hier ist ein Ast von einer Korkenzieherhaselnuss. Ja, und der Ast ist jetzt mit Sicherheit schon 2 bis 3 Jahre alt. Und der Ast wird jetzt mal mit einer 2 Meter langen Drahtlichterkette umwickelt werden. Ich fange dann halt hier oben an und wickel grob nach unten hinweg. Ja, und die Lichterkette ist jetzt in meinem Fall 2 Meter lang. Ich hatte auch die Batterien schon zuvor überprüft. Tada, sie leuchtet. So, zweimal drücken, dann ist sie aus. Das ist sonst ärgerlich, ne? Ihr wickelt die Drahtlichterketten da drumherum und dann im Worst Case geht diese Drahtlichterkette nicht. Ja gut, kann man natürlich wieder abbauen, aber ich würde das halt immer mal sicherheitshalber vorher überprüfen. Und wie gesagt, das wird jetzt hier einfach nur so wirklich grob damit umwickelt werden, weil irgendwann im Laufe der Zeit will man das Ganze hier auch vielleicht mal abbauen. Und dann hat man es halt einfacher, als wenn ich die jetzt so richtig stramm um den Ast drumherum wickeln würde. Muss mal gleich gucken, wie ich damit auskommen werde mit diesen 2 Metern. Ansonsten muss ich die gleich noch ein bisschen, ich sag mal, justieren, ne? Halt noch zurechtfriemeln. So, das hätten wir jetzt hier schon mal soweit geschafft und dann werde ich auch gleich mal für euch die Perspektive wechseln. Ihr sollt ja auch was sehen können. Aber das sieht schon niedlich aus, wie ich zumindest finde. Dann will ich mal den Ast hier in der Laterne justieren. Ist jetzt für mich ein bisschen, ja, ich sag mal komplizierter, weil ich will das hier auch gescheit filmen. Hat aber für mich jetzt den Nachteil, ich komme hier mehr schlecht als recht dran, um ehrlich zu sein. Aber hier wird nicht gejammert, hier wird dann lieber ordentlich gefilmt werden. Schauen. Das passt dann jetzt schon mal so weit, ne? Warum geht die jetzt nicht an? Okay. Houston, wir haben ein Problem. Ich werde mal nachher die Batterien austauschen, in der Hoffnung, dass das hier gleich auch wieder geht. Ihr habt es ja selber gesehen, vorhin ging es. Ich habe jetzt echt Glück gehabt. Die Lichterkette hatte jetzt letzten Endes nur einen Wackelkontakt. Ich habe erst gedacht, die Batterien wären leer, aber das konnte jetzt überhaupt nicht der Fall sein. Ist ja jetzt auch wurscht. Wir haben jetzt hier eine Rispenhortensie, welche ich mit etwas Goldspray eingesprüht habe. Das Goldspray, das packe ich mal mit in die Videobeschreibung, was ich halt immer verwende. Und ich werde die mir jetzt hier mal, ich sag mal, kleiner schneiden. Jetzt eher so nach Gefühl zurechtschneiden. Kann auch sein, dass es zu klein wird. Ne, das lassen wir jetzt einfach mal so lang. Mal eben Lucky. Okay. Und diese Rispenhortensie platziere ich jetzt auf der Korkenzieherhaselnuss. Das ist nämlich immer das Praktische bei dieser, wie heißt es, Korkenzieherhaselnuss. Da kann man dann solche Sachen einfach einarbeiten. Und dann friemel ich mir aber auch die Lichterkette wieder so ein bisschen, sag ich mal, zurecht. Ich muss das nachher wahrscheinlich dann auch noch selber irgendwie von vorne auch mal zurechtfummeln. Das Blöde ist halt nur, dann seht ihr nicht mehr, wie ich das erstelle. Das mache ich dann nachher einfach im Prinzip für mich alleine. Aber ihr sollt jetzt hier erstmal sehen, was ich mit den Rispenhortensien anstelle. Wir haben auch teilweise schon eine richtig schöne Herbstfärbung bekommen. Das sieht dann so ein bisschen aus wie eine goldene Wolke oder ja, irgendwie so. Wer möchte, der kann auch noch ein wenig Knospenheide mit einarbeiten. Und diese Knospenheide, die ich hier gerade abschneide, ich hoffe, ich bin jetzt hier auch damit gerade im Bild. Wie heißt es? Die pflanze ich nachher auch in den Garten aus. Dann kann sie nämlich höchstwahrscheinlich fürs nächste Jahr, wenn sie den Winter überstehen sollte, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Die kommt jedenfalls in den Garten und dann kann sie nächstes Jahr wieder neu austreiben. Die muss man nicht entsorgen. Manchmal ist es aber bei mir im Garten so ein bisschen 50-50, ob die halt den Winter schaffen oder halt nicht. Also halt die Knospenheiden. Ja, einfach hier so mit Ruhe und Geduld mal vorsichtig einarbeiten. Da habt ihr ja auch so viele Möglichkeiten. Ne? Da könnte man jetzt auch noch mit Stacheldrahtpflanze arbeiten und was weiß ich nicht mit allem.
kleine Bären noch mit rein, habe ich jetzt eh nicht zur Verfügung. Selbst wenn ich das jetzt machen wollte, ist er jetzt ja aktuell nicht vorhanden in meiner Werkstatt. Also ich finde, das sieht jetzt schon cool aus. Auf den Boden meiner Laterne lege ich nun Bollenmoos und Plattenmoos drauf. Das Batteriefach wird dann nachher auch mit dem Plattenmoos abgedeckt werden, dass man das halt auch später nicht mehr sehen kann. Werde ich dann allerdings in den vorderen Bereich verstecken, dass ich dann halt auch irgendwie mal an das Batteriefach, sag ich mal, drankommen kann. Na, ihr müsst hier wieder hinein, um halt neue Batterien einlegen zu können oder einzusetzen, wie auch immer. Ach, was ich euch noch sagen wollte, das ist jetzt auch eine Drahtlichterkette, welche für den Outdoor-Bereich gedacht ist. Ja, und hier haben wir jetzt noch ein paar Haselnüsse und ein paar Walnüsse. Ja, und dann bin ich jetzt auch gleich mit der Dekoration des Glases, Quatsch, dann bin ich jetzt gleich mit der Dekoration der Laterne auch soweit fertig. Ich denke, meine Laterne ist ganz cool geworden. Ja, und zur Weihnachtszeit könnt ihr das auch ganz einfach umdekorieren. Ich würde dann einfach die Heide hinausnehmen und zum Beispiel durch Stacheldrahtpflanze ersetzen. Ja, und wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal wieder an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.